Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren React hier auf Pizmeet TV. Heute mit dem Sebastian, dem Jonathan und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir schauen uns heute an Top 10 Longest Speedruns, was ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist, denn Speedruns sind natürlich ein Spiel möglichst schnell durchspielen. Aha. Aber das geht bei den Spielen nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen gucken wir uns jetzt die 10 längsten Speedruns an. Also Spiele, wo du die längsten Speedruns hast. Ladies and gents, it's EasyScape, and welcome to the top 10 longest speedruns. If you guys saw my top 10 longest any % speedruns and thought that those were long, you're going to be in for a big surprise for this top 10. Well, I'm not going to try to spoil too much of it, so here's the video, and I hope you guys enjoy it. Ich musste gerade voll an Patrick denken aus SpongeBob, obwohl ich SpongeBob gar nicht geguckt habe bisher. Na gut, du kennst ja trotzdem die Memes. Ja. Oh, and as a last note, these runs are in order by the world record run, but I'll also be including the longest anyone took to speedrun the game if it's available. The first game on our list is a Super Mario 602 star run. Wait a second, 602 stars? Yeah, that's exactly how many stars you'll end up collecting in this multiple Super Mario game speedrun. Bei euch auch so eine komische 120 Qualität? stars from Super Mario 64. Okay. Das scheint der Speedrun selber zu sein und der scheint keine gute Quali zu sein. Ja, vielleicht muss der auf dem C64 sein und das captured der, ich weiß nicht. Also das ist, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ein Speedrun über mehrere Super Marios. Also du musst mehrere Super Marios hintereinander speedrunnen und über 600 Sterne sammeln. Das ist ja krank. 120 shines from Super Mario Sunshine, 120 stars from Super Mario Galaxy, and 242 stars from Super Mario Galaxy 2. The current world record for the speedrun is 21 hours, 40 minutes, and 16 seconds by Valor. The longest it took someone to speedrun this was 38 hours, 31 minutes, and 8 seconds. Stark. Und dann ohne zu schlafen wahrscheinlich. Ja, echt, ey. The next game on our list is Digimon World 2. Now there's no real tricks or glitches in this speedrun. You pretty much just have to go through each domain in the Digimon world, fight bosses, and get to the end of the game as efficient as possible. The current world record for this speedrun is 22 hours, 14 minutes, and 13 seconds by Smartball. The longest it took someone to speedrun this was 30 hours, 38 minutes. Krass. Am Stück. Und dann möglichst wenig Fehler machen. So. Wie klein ist die Speedrun-Szene von diesem einen Game, Alter? Das kann ja nicht viel sein. Guck mal, brauchst du halt nur einfach durchspielen. Das ist wahrscheinlich aber ganz normal. Weißt du, normalerweise würde ein richtiger Speedrun irgendwie so eine Stunde dauern, aber das ist nur er, der das macht. Ja, also ich glaube, die Competition, die ist nicht so groß da. So auf kann ich mir auch vorstellen. So. Wahrscheinlich unterschätzen wir das voll. Das spielen so hunderttausende Leute weltweit. Ja. Ja, die versuchen alle den Rekord zu brechen. Ja. Wir wissen ja auch, Digimon ist das bessere Pokémon. Ja, boah. 14. Er sieht ziemlich aus wie so ein Final Fantasy. Ja. Ist das nicht auch so ähnlich vom... The 8th game in this top 10 is By the Final way, Fantasy Final Fantasy. X Nemesis %. Aber Nemesis is the most powerful super boss in Final Fantasy X that can only be unlocked after capturing 10 of every fiend in the game that can be captured. Jay, hast du das jemals gemacht, Nemesis besiegt in Final Fantasy X? Weiß ich nicht mehr. Okay. Das sind jetzt aber auch gerade nicht. Also, kann sein, weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Okay. And defeat all the... This is basically like a 100% version of the run, but not technically because I don't believe this game has anything to tell you whether you have 100% completion or not, so speedrunners do Nemesis % instead. The world record for this speedrun is 23 hours, 21 minutes, and 47 seconds by Sereth. The longest it took someone to speedrun this game is 33 hours, 9 minutes, and 17 seconds. Hab ich das richtig verstanden? Muss auch alle Zwischenszenen haben? Ja, du musst irgendwie so 10 Sachen von irgendwas fangen, damit der Nemesis überhaupt freigeschaltet wird. Aber ich kann das Spiel ja nicht. Ach, das war das. Du musstest... Ah, okay. Ne, den hatte ich auf jeden Fall nicht. The next game is Pokemon Stadium 2. Pokémon Stadium! Was? 24 Stunden Pokémon Stadium? Also, es ist ein mega nices Game, aber... What? The game is an incredibly long any % speedrun because it involves beating a multitude of different trainers. You'll have to defeat these trainers and challenge the gym leaders. After defeating the gym leaders, it's on to the Elite Four. After you defeat the Elite Four, you can challenge your rival, which then unlocks the Kanto gym leaders. Once you do all this over again at the Kanto gym, you'll unlock the battle against the Pokemon champion Red. After defeating him, you win the game. Weiter. The world record for the speedrun is 24 hours, 31 minutes, and 1 second by Worcester. 24 Stunden einfach nur Spam. Faster than his previous run. Well, that run was a lot better than I expected. That time was much better than I expected. That time was like 2 hours better than what my sum of best was before I started the run. Ja, moin. Good job. Mega. Really happy with
Krass. The next speedrun is Final Fantasy XII Order of Ambrosia %. This speedrun, like Nemesis % speedrun, is the closest you can get to a 100% speedrun of the game. The Ich Order of dachte, der hat Ambrosia die is a Zunge clan- draußen die ganze Zeit, das ist sein Mund. Ja, Leute, ich dachte, der sitzt da einfach mit der Zunge draußen, so. Ich finde, der ist aber ganz schön langsam durch diese Menüs gegangen, ja? Also, This speedrun guckt euch das geht an, auch nicht ey. schneller, glaube ich. Is the Ach so. closest you can get to a 100% speedrun of the game. The Order of Ambrosia is a clan rank that you Das receive Spiel hab after ich getting nie a million clan durchgespielt. points, completing nicht. every single hunt, and War completing nicht the so Sky gut. Pirates Den. Ja. Some of the challenges in Sky Pirates Den also take a very long time, like getting your party to an average level of 50, fully exploring every map, unlocking every license, and much more. If you'd like to see the full list, I'll be linking it in the description. Krank. The world record for this speedrun is 25 hours, 54 minutes, and 21 seconds by Ich könnte überhaupt gar kein Spiel so lange am Stück spielen. Doch, 25 Stunden könnte ich schon ein Spiel spielen. Weiß ich nicht, Digga. Krass. Also, Zero Scar. The longest it took someone to beat this was 29 hours, 43 minutes, and 32 seconds. Also an Diablo bin ich nah dran gekommen. weißt du? Aber nicht 25 At least Stunden. it was up 26. The next game is Pokemon Stadium 1. This speedrun is similar to Pokemon Stadium Der 2 gleiche speedrun, Typ. except there's no Johto region, and the final boss is Mewtwo. There isn't too much else to say about this run, but the world record is 27 hours, 5 minutes, and 27 seconds by Worcester, and is the only time this run has ever been speedrun. Ah, das ist Das ist der einzige Speedrun. Ja. Mega. Ey, du bist einfach King, Junge. Keiner sich die Kacke so lange geben kann, beziehungsweise das irgendwie capturen will. Das ist so wie, ohne Scheiß, bei Wer steht mir die Show, die Sendung auf Pro7, da hat Sido einen Weltrekord aufgestellt im Donutstapeln, im Donut-Schnellstapeln. Denn der hat es geschafft, 7 Donuts übereinander zu stapeln in, keine Ahnung, 1,5 Minuten oder sowas. Mega. So, weil das halt vorher noch keine Sau gemacht hat. Da war extra jemand vom World Record Team vor Ort und so, von hier Günz. Als ob. Ja, und das ist dann eingetragen worden, weil das halt keine Sau bisher gemacht hat. Ja, das wurde aber auch nur angenommen, weil Pro7 da wahrscheinlich die Finger ausgestreckt hat, weil, Ja, wahrscheinlich, gehe ich auch mal von aus. also, gibt ja nicht, du kannst ja alles stapeln auf der Welt und da kommt nicht direkt einer vorbei, um deinen Rekord zu nehmen. Ja. Yes. Yes. Oh, good ending too. Nice. Geil, Mewtwo weggeknallt. Next. Oh. Next. 27 Stunden, next. The next speedrun on our list is another multiple game speedrun of the Grand Theft Auto trilogy. Oh. Not only that, but is 100% completion of each game. These games include Grand Theft Auto 3, Vice City, and San Andreas. A big reason why the speedrun is so long is because the San Andreas taken about 14 hours at the time of this run. The current world record for this run is 29 das hours, aussieht. 42 minutes, and 46 seconds. The Nicht so gut longest time someone gealtert. took speedrun in this game was 66 hours, 32 minutes, and 1 second. 66 Stunden. Hat da The einer third schon game für is top. gebraucht, ja. Ich frage mich, ob 100% er sagt ja gesagt, alle 3 Spiele müssen 100% Ja. gespielt werden. Und ich frage mich, ob dazu zählt, die Collectibles einzusammeln, weil ich glaube, in den Teilen gab es damals so Tauben, die man Ja. abschießen musste oder irgendwie, ich weiß nicht, oder waren Tauben der 4. Teil. Aber du hattest auf jeden Fall Collectibles, glaube ich, wo du so 100 Ich denke. Sachen über die Map verteilt sammeln musstest. Alle Ja, Quests. gut, aber und wenn du ja weißt, wo die sind. Ja, genau. geht dann wahrscheinlich einigermaßen zügig, das stimmt. Ja. Musst du Sehe dir ich halt nur auch über so. 3 Spiele merken alles, das ist da halt auch schon Oder hast du eine Ansage. Map vor dir liegen, wo alles Peter, ausgedruckt das ist. Wenn du dich da ransetzt, ist das, glaube ich, da kriegst auch du das hin. Ja, Aber wahrscheinlich. 66 Stunden, Alter, das ist doch krank. Das ist eine Ansage. And is Animal Crossing 100%. What? In order to get 100% in Animal this game, you need to get Crossing. all golden tools, all player statues, all Nook upgrades, the extra bridge, complete the museum, and have a full Das catalog. dauert. As you can imagine, doing this takes an extremely long time. The current world record for this speedrun is a whopping 50 hours, 53 minutes, and 48 seconds by Pants. Weil das The läuft longest ja time auch someone took the mit speed- Dingens, ne? Das Ja, läuft ja mit Echtzeit. Echtzeit. Da frage ich mich gerade, ob man das soll das denn umstellen gehen? darf, Ja, weil du muss. brauchst ja auch dann wahrscheinlich den Winter oder so, Ja, obwohl du ja, vielleicht im richtig. Sommer Speedruns. Ja, muss. Ja. Peter. Und During this game unrealistisch. was 70 hours, 51 minutes, and 47 seconds. 50, 53, 48. It's over! It's over! Let's go! Alright guys, we're coming to the top 2 longest speedruns. This is where things get interesting.
For the number 2 longest speedrun is Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 100%. What? In order to get the 100% status for the Alter. speedrun, you need to do the easier job of unlocking all the duelists in Free Duel, which is done by beating the game. The hard part about this speedrun is unlocking the 689 out of 722 cards, with the other cards being unobtainable. The reason why this is so difficult is because certain cards have a crazy drop rate of 1 out of 1024. Geil. Oh mein Gott. Cool, das muss Das ist ja doch Spaß machen. lackabhängig. Ja, Ist ja mega. komplett lackabhängig. Drop-Chancen und alles. Oh my fucking God. Good luck. This game would still take well over 10 hours. The world record for this run is 109 hours, 47 minutes, and 44 seconds by Eng's Master. The longest time anyone has Das spent müsst ihr auch running mit this game is Schlafen mal, kann ich doch nicht 174 erzählen. hours. Ja, Ja, also kann ich mir dann auch mal auch. so vorstellen. Irgendwie immer mal wieder so Schlafintervalle. Ja. So 2-3 Stunden oder so. Krass. Alright guys, it's your favorite part of the video, the very end. Before I tell you guys the longest game in speedrunning, I have a few honorable mentions. One of them is 100% speedrun of Digimon World 3. The speedrun for this game was originally estimated to take 500 hours. Toto Zigaman managed to get himself 232 hours into this speedrun before deciding it was too much of a toll on his body and he had to give up. This, however, didn't stop him and he attempted it again with an estimated time of 400 hours. Moment, ich muss which he nochmal got to take, zurückspulen, and weil he er had to da give- oben links, er hat ja kein Mikrofon oder so. Er hat halt einfach geschrieben, I quit, my I mind leave and the body stream. can't take anymore, I quit. Alter, aber warte mal, 230 Stunden, das sind Ja. halt 10 Tage Spielen. Oh mein Gott. Also, dann schläfst du jeden Tag 3 Stunden, nochmal 30. Alter, das ist Schon eine Ansage. give up. 11 Tage. This, however, didn't stop him, and he attempted it again with an estimated time of 400 hours, in which he got to about 150 hours in before having to stop because of health concerns. Got a They headache. had spoke about there possibly being a way that he could stay awake for the whole entire thing, making the run significantly shorter, but it would most likely kill him, so they decided not to do that. Okay, ja, besser ist, Alter. Don't do it again. Alter. The next game on our honorable mentions is a game called Desert Bus. This was a minigame part of the Penn and Teller Smoking Gears video game, which was never released. The point of this game is to drive a bus from Tuscan to Las Vegas in real time at a max speed of 45 miles per hour. This takes 8 hours to complete and cannot be paused. There are barely any changes in this run other than driving your bus on the road. Every time you make a trip, you get 1 point. In order to beat this game, you have to get 99 points, which is the maximum amount of points the game allows, my which has been done on the God. emulator, and it would take roughly 33 days in real time. The Alter. reason this game was made was to be as unoffensive as possible during a time where discussion that video games were too violent. And this video game was made proof that not all of them were. There is a yearly fundraiser where people play this game streamed at twitch.tv/desertbus, where they raise Cool. money for an organization called Child's Play. Alright guys, the Mega. longest speedrun of all time is Baten Kaida's 100% run. This game requires endgame time in order to get Die certain items. Zahlen allein There's an wieder item called the umfliegen, Shampoo, keine which Ahnung. takes 2 weeks or 336 hours to evolve, meaning the speedrun cannot be beaten in any less time than that. The reason why the speedrun takes even longer than that is because items pause evolving while in menu. So menu optimization or menuing is the most important thing to keep track of in this game because you do it a lot, and you also have to fight the final bosses after it evolves. This makes minimum time around 338 hours. The world record of the speedrun is 342 hours, 19 minutes, and 56 seconds by Boffin. What? The longest amount of time anyone has spent speedrunning this game is 391 hours and 23 minutes. Alter. Yo, sub 20 minutes. For real. 340 It is Stunden. real. It Das is ist eine real. Ansage. Gibt's doch nicht. Geil. Das ist doch Dass er nach crazy. 342 Minuten überhaupt noch an Pause denkt von Ja, von und nicht der so Zeit. komplett so eine Brain AFK, einfach Ja. nur, bis so Alright, Sommer guys, that'll langsam be it on this runterläuft. video. If you enjoyed the video, please leave a like because it doesn't take a lot of time and it's the best way to show support. I wanted to upload this video sooner, but some stuff went down earlier this week. The other night, my friend attempted suicide, but luckily I was able to make it to their place in time before anything happened. Moin. They are doing a lot better now and getting the help that they need, and I just want to let all of you know that life is never not worth living, and things will always get better. And even though I say this at the end of every video, I never know what time of the day it is for you or what's going on, but I always mean it when I say, have a beautiful life. Alter. Okay. Deep noch das Ende. Ja, das kam jetzt gerade auch ein bisschen unexpected, ehrlicherweise. Aber wahre Worte. Das Commitment, was manche
Leute haben, ist Never. beeindruckend. Never. Also ich war vorhin ja noch, 24 Stunden Spiel spielen als Challenge, finde ich, ist machbar und kann man mal machen. Aber 300 Stunden? Ja, ich find's auch Krass. heftig. Aber jetzt, interessant, welche Spiele so dabei waren. So Pokémon Stadium und Digimon. Gefühlt und jedes Digimon-Spiel. Final Fantasies. Ganz schön asiatisch. Ja, das waren die Top 10 Longest Speedruns. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart und uns zugeschaut habt und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.